Hey, ich bin's Birki, der CSD ist jetzt vorbei und oh mein Gott, es ist so viel passiert, was ich euch gleich erstmal erzählen muss. Ich bin dieses Jahr mit einer kleinen Gruppe von Freunden gelaufen. Wir sind allerdings erst frühstücken gewesen und danach zur Parade gegangen. Wir sind dann zusammen mit LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten gelaufen aus Russland. Und es war einfach super schön, mit denen zusammen zu gehen, weil die hatte ich schon die Woche vorher kennengelernt. Und die sind halt alle super nett einfach und es ist gut gewesen für deren Sache, einfach auf die Straße zu gehen. Wir waren eigentlich überall bei jedem Wagen dabei und das war ziemlich cool. Es war echt heiß dieses Jahr und ich musste echt aufpassen, dass ich nicht dehydriere. Allerdings habe ich zum Glück ziemlich viel Wasser mitgenommen und deswegen ging es dann, weil in den letzten Jahren beim CSD bin ich dann danach immer so halb umgekippt und habe, keine Ahnung, Kreislaufzusammenbruch bekommen. Aber dieses Jahr ist es zum Glück nicht passiert. Am Ende von der Parade war dann sogar noch die Feuerwehr da und hat dann Wasser auf die Leute gespritzt, weil es halt so unglaublich heiß gewesen ist an dem Tag. Das war ziemlich witzig. Ja, dann war die Parade vorbei. Und wir sind dann zum Jungfernstieg gegangen, haben da noch kurz was gegessen und dann sind wir aufs Straßenfest gegangen. Und da waren wir dann tanzen und so, da gibt es halt 2 Partytürme. Das ist immer richtig cool, weil da läuft halt auch unterschiedliche Musik und man kann sich dann halt einfach aussuchen, wo man hingehen will. Genau, und ich bin dann auch bis abends dann auch noch auf dem Straßenfest geblieben, bevor die Party dann losging. Ich bin dann irgendwann abends dann losgegangen zu der Party, die war im Edelfettwerk, das ist so eine Party-Location. Die ist leider relativ weit außerhalb, deswegen dauert das ziemlich lange dahin zu fahren. Das Dümmste war, ich bin halt einfach eine Station zu spät ausgestiegen und musste dann auch noch voll weit laufen. Das war nicht cool. Und ich musste auf dem Weg zur Party erstmal die Polizei rufen. Das war ziemlich scheiße, weil da war halt irgendwie so 2 junge Leute, also so eine Frau und ein Mann, die haben sich halt übelst beschimpft und so, das war ziemlich schrecklich. Und dann habe ich erstmal die Polizei gerufen, aber dann meinten die halt, ich muss nicht warten und dann bin ich weitergegangen zur Party. Ich wurde homophob beschimpft. Einmal war ich unterwegs zur Parade, ganz am Anfang, da war eine Frau, die hat einfach mich übelst beschimpft und gesagt, das ist eine Krankheit und all so ein Zeug. Und das war schon mal echt richtig krass. Ich wurde aber, glaube ich, so krass beschimpft, weil ich halt dieses Outfit anhatte, das ja relativ feminin aussieht. Allerdings finde ich es halt echt krass, dass die Menschen da so drauf abgehen und einen so beleidigen. Später bin ich dann zum Hauptbahnhof gegangen. Und auf dem Weg war dann auch noch irgendwie eine Gruppe von Männern, die dann auch mich angemacht haben, also halt homophob beleidigt, ne? Und das war irgendwie alles echt richtig schlimm. Also ich habe unglaublich viele Blicke bekommen von Leuten und es wurde gelacht und so weiter. Diese homophoben Sachen, die passiert sind, die echt schlimm sind und was ich so, wie gesagt, vorher noch nie erlebt habe, was ich glaube, in den letzten Jahren ist es schlimmer geworden tatsächlich, oder in diesem Jahr zumindest ist es echt schlimm gewesen mit Homophobie. Denn in den letzten Jahren habe ich sowas gar nicht gehabt. Ich wurde beim CSD eigentlich nie homophob beleidigt und das letzte Mal, dass ich überhaupt homophob beleidigt wurde, ist schon über ein Jahr her gewesen. Deswegen war ich echt ziemlich geschockt. Allerdings habe ich auch sehr viele positive Rückmeldungen zu dem Outfit bekommen. Darüber bin ich sehr froh. Also ich war echt froh, dass den Leuten das auch gefallen hat. Ich habe auch tatsächlich ein paar von euch getroffen, also ein paar von meinen Followern habe ich getroffen, die auch Bilder mit mir gemacht haben zum Teil. Das fand ich echt richtig süß. Und deswegen hatte ich trotzdem richtig viel Spaß und die Party und so war auch echt cool. Mit meinen Freunden unterwegs zu sein, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also im Ganzen war es einfach echt ein richtig toller CSD. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen CSD, wenn ihr in Hamburg gewesen seid. Und schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Homophobie machen musstet. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben und mir ein Abo, das wäre super. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!